Träumchen. Eins. Meine Naschkätzchen, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei der Zuckerpuppe von der Bauchtanztruppe bei Dr. Slim Low Carb Factory. Und heute, ihr habt schon gesehen, das ist doch eine Sensation. Heute machen wir eine Sommertorte. Wir machen uns ein Low Carb Biskuit mit Mandelmehl. Wir machen uns selbstgemachte Marmeladen, die wir auch noch später nicht nur für die Torte verwenden können. Wir machen uns eine tolle Creme und das Ganze Low Fat und Low Carb. Sagen wir, 100 Gramm haben 100 Kalorien und 4 Kohlenhydrate, so circa, je nachdem wie groß euer Stückchen dann nachher wird, kommt es auf 200 Kalorien und das ist eine Sensation. Es schmeckt toll, es ist erfrischend und sowas habt ihr noch nicht gesehen. Lasst uns starten. Was machen wir? Wir machen zuerst die Marmelade, dann am besten macht ihr die am Vortag oder könnt ihr auch schon eine Woche davor machen. Das macht nichts, dann habt ihr diese Zeientkopplung quasi. Und danach gibt's einen Schokobiskuit und eine Creme und wir schichten und füllen dann natürlich wie immer eine Naked Cake Torte. Das ist am einfachsten und am schlüssigsten, soll ja auch schnell gehen. Also meine Lieben, lasst uns starten ins Vergnügen. Wir beginnen mit den Marmeladen, in dem Fall mit den Aprikosen und den Pfirsichen. Ich bin ja immer noch in der strengen Phase der Diät. Ich weiß, schwarz macht schlank. Deswegen freue ich mich. Es gibt endlich wieder Torte und jeden Tag so ein kleines Stücklein. Na gut, hier und da will auch jemand was von der Torte. So viel bleibt für Papa am Ende gar nicht übrig. Aber frisch und sommerlich wird's und das wird ein Fest. Für unser Aprikosenkompott benötigen wir natürlich Aprikosen. Das sind 500 Gramm, also diese nicht, aber insgesamt brauchen wir. Wir benutzen ein bisschen Bobo Vanille, wir nehmen Zitrone. Dann nehmen wir 50 Gramm Erythrit auf 500 Gramm Frucht. Dann nehmen wir noch 50 Milliliter Moninsirup, Karamell. Dann haben wir hier das Apfelpektin. Und zwar ist es niederverestert. Dazu brauchen wir noch Calciumcitrat, damit es geliert. Ich habe hier jetzt 10 Gramm Apfelpektin und 2 Gramm Calciumcitrat. Lasst uns loslegen. Wir nehmen also unsere schönen Aprikosen und halbieren die, drehen sie, dann haben wir den Stein draußen. So machen wir das mit allen. Das geht rucksdieflugs. Wenn wir das soweit haben, dann vierteln wir sie. Also aus einer Aprikose kommen 4 Teile. Wir tun die ja noch mit dem Zauberstab nachher durchmengen. Ich habe da was vorbereitet. Das ist jetzt die 4-fache Menge. Erschreckt nicht. Ich mache gleich ein bisschen mehr ein, wenn ich schon dabei bin. Ihr nehmt 500 oder Gramm oder 1 Kilo. Ich verlinke genau die Mengen, die ihr braucht. Dann all it goes in one pot. Wir geben also zu euren 500 Gramm 50 Gramm Erythrit hinzu, dann 50 Milliliter vom Moninsirup, 20 Milliliter Amaretto dazu und dann, wie besprochen, 10 Gramm vom Apfelpektin und diese 2 Gramm Calciumcitrat. Dann etwas Zitrone, je nach Belieben. Mache hier einen guten Schuss rein. Ich habe ja auch 2 Kilo. Und dann geben wir noch leckere Vanille dazu. Das Ganze lassen wir jetzt aufkochen, bis es anfängt zu blubbern
und sich eine homogene Masse bildet. In die Torte geben wir dann noch ein paar Pfirsichstücke, die wir vorher zu einem kleinen Kompott kochen. Dazu brauchen wir Pfirsiche, etwas Rumaroma, dann unser Erythrit Stevia-Gemisch. Wir nehmen etwas Vanille, etwas Tortenguss und diesmal einen Monin Sirup Maracuja Light. Dazu schälen wir auch die Pfirsiche. Ich fahre hier einmal im Rund entlang und drehe das Ganze. Und dann kann ich die Pfirsiche in schöne Spalten schneiden. Ich habe jetzt 500 Gramm von den Pfirsichen schon vorbereitet. Die geben wir jetzt in einen Topf. Ein All-in-One-Pot-Gericht. Und dazu gibt es einen kleinen Schuss vom Maracuja-Sirup, Zero. Dann nehmen wir etwas vom Rum. Wir nehmen ungefähr so 50 Gramm Erythrit Stevia. Dann geben wir etwas Vanille dazu. Hier habe ich mal Sallys Vanilleextrakt. So. Und von dem Tortenguss nehmen wir mal einen halben Beutel. Ich nehme jetzt kein Apfelpektin, sondern mal Tortenguss. Das soll eher ein bisschen so gelieren, weil wir ja in die Torte das rein wollen. Das andere gibt ja dann die Marmeladenschicht. Das Ganze lassen wir jetzt aufkochen und schauen, was daraus wird. Hier köchelt schon unsere Aprikosenmarmelade. Das dauert etwas, gebt dem Ganzen Zeit und rührt immer dabei ein bisschen um. Das Pfirsichkompott, das lassen wir jetzt auch aufkochen. Macht so auf mittlerer Stufe und rührt am Anfang erstmal gut um. Das muss auch gar nicht so lang kochen, nur bis wir ein bisschen eine Bindung haben und die Früchte etwas weicher geworden sind. Ihr seht, wie wir bei der Aprikosenmarmelade schon langsam eine kleine Bindung reinkriegt. Lasst das nur köcheln und dann gehen wir mit dem Zauberstab durch. Wenn die Aprikosen jetzt schon einigermaßen eingemacht sind, dann nehme ich meinen Zauberstab. Ihr könnt auch jeden anderen Häcksler nehmen, der ist jetzt von Eske. Den habe ich schon seit ein kleines Kind, habe ich Eske Zauberstab. Da ist es gerade auf den Markt gekommen. Also seit, über Alter wollen wir nicht sprechen, auf jeden Fall schon sehr lange. So, ich gehe mit dem Zauberstab hier durch. Und los geht die Fahrt. Hier werden sie wieder zermatscht, hier werden sie wieder zerkleinert. So, das war's auch schon. Wenn es so aussieht, dann lassen wir es kochen, bis es schäumt und tun es dann ganz heiß abfüllen, damit wir ein Vakuum erzielen können. Die Pfirsiche sehen auch schon schön aus. Die dürfen ruhig ein bisschen köcheln, damit sie schön weich werden. Nach 2-3 Minuten sehen unsere Pfirsiche schon wunderbar aus. Ihr seht hier diese kleine Bindung und jetzt füllen wir sie ab in Gläschen. Ich nehme hier so einen Marmeladentrichter, da geht es einfach ruckzuck und ist eine saubere Geschichte. Ihr füllt es am besten so gut wie möglich voll. Dann machen wir den Deckel zu und drehen es einmal um. Dann entsteht nämlich das schöne Vakuum. Blubbert unsere Aprikosenmarmelade vor sich hin. Unsere Aprikosenmarmelade blubbert wunderschön. Das ist das Zeichen für uns, dass wir sie umfüllen können. Wir nehmen uns dazu Marmeladegläschen, packen unseren Trichter drauf und füllen es dicht unter den Rand ab. Und dann drehen wir es gleich um unser Vakuum sicher zu bekommen, bis die ganze Marmelade in den Gläschen verschwunden ist. Wenn ihr sie dann umdreht, irgendwann macht es dann Pung
und ihr habt ein Vakuum. Das hört ihr dann. Dann halten sie sich wunderbar, am besten im Kühlschrank, aber auch ohne Kühlschrank halten sie 1, 2, 3 Monate, vielleicht sogar länger. So, zusätzlich zu unserem Pfirsichkompott, unserer Aprikosenmarmelade und eventuell Erdbeere und Himbeere brauchen wir 4 Eier für den Biskuit. Ich habe hier geriebene Orangenschale, Bobo Vanille. Dann habe ich hier noch ein bisschen Cheesecake Drops, bisschen Flavoring. Hier Backpulver, so ein halbes Tütchen. Dann haben wir 20 Gramm vom guten Kakao, nimmt dann dunklen und dann Mandelmehl, so 30 Gramm. Das sehen wir aber, wie viel wir genau brauchen, je nach Größe der Eier. Und was wir noch brauchen, 60 Gramm Erythrit Stevia. Ihr wisst ja, mein kleines Geheimnis, Erythrit mit Stevia-Extrakt. Und zwar im Verhältnis auf 1 Kilo kommen nur 5 Gramm Stevia-Extrakt und ihr habt die perfekte Zuckeraustauschlösung. Und wenn ihr selber kauft und nicht die Industrie das machen lasst, seid ihr auch bei ganz schlanken 7 Euro pro Kilo. Ich liebe Biskuit und ich sage euch auch warum. Weil das so schön schnell geht, weil das so luftig ist, weil er in Torten so toll reinpasst und weil Mürbteig mit Low Carb echt eine schwierige Sache ist. Das werden wir auch mal machen, aber ja, das kommt nicht so ganz ins Original ran. Beim Biskuit jedoch total. Wir nehmen unsere Eierchen und trennen die. Die guten ins Töpfchen und das andere ins Kröpfchen. Wir müssen Eiweiß und Eigelb trennen. Wenn ein bisschen Eiweiß im Eigelb ist, macht es nichts. Aber wenn Eigelb im Eiweiß ist, dann schon. Hat es jetzt Sinn gemacht? Naja, auf jeden Fall soll es gut getrennt sein. Schlagt es an einer harten Kante an und dann kann auch nichts passieren. So, was machen wir nun? Wir geben unseren gesamten Erythrit Stevia oder fast den ganzen zu den Eigelben und ein bisschen noch zum Eiweiß. So, jetzt schlagen wir beide Massen schön schaumig und geben die restlichen Zutaten dann peu à peu dazu. Fangen wir mit dem Eigelb an. Nehme meine KitchenAid und gehe auf volle Power. Los geht's im Rummel. Auf geht's, rein ins Karussell. Eine Runde noch. Ihr kennt das. Mach noch eine Prise Salz. Der ist uns jetzt wunderbar gelungen, der Eischnee. Schaut mal, so soll es aussehen. Das stellen wir uns kurz beiseite und schlagen unsere Eimasse auf. Da könnt ihr den gleichen Schneebesen nehmen. Da passiert nichts. Also meine KitchenAid, die ist schon 20 Jahre alt, muss ich sagen. Aber der Verschluss, also wer sich den einfallen hat lassen, ich kämpfe immer, jetzt geht's wieder, ich kämpfe immer. Die neuen, das ist besser, aber die hält schon ewig. Ich will nicht meckern, sonst geht's immer noch kaputt. Und wieder eine Runde. Hier wird das Eigelb schaumig geschlagen. Und ihr schlagt das Eigelb bitte 3, 4 Minuten. Das muss ganz weißcremig sein. Dann funktioniert der Biskuit 100%. Jetzt schaut mal, wie sieht unser Eiweiß mit dem Erythrit aus? Das ist doch toll. Das ist fast standfest. Diese Konsistenz, die brauchen wir. Jetzt haben wir unsere beiden Massen und wir geben nun in die Eigelbmasse unsere trockenen Zutaten. Erstmal noch die Vanille, meine Lieblingsvanille. Dann geben wir Orange rein, so ein halbes Päckchen, soll ja ein bisschen tropisch sein. Und dann geben wir vom Kakao, also den ganzen,
20 Gramm. Und wir vermischen das Backpulver hier mit dem Mandelmehl und geben noch ein paar Tröpfchen Cheesecake Aroma dazu. So. Und dann das Mandelmehl, vielleicht brauchen wir nicht das Ganze, ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Ihr seht dann, wenn wir das hier so rühren, wird es so eine Art kleiner, feuchter Teig. Und das dunkelt nach, der Biskuit. Braucht nicht mehr Kakaopulver reintun. Ja, und mir reicht es schon. Der Kakao macht sie auch ein bisschen trocken. Und da geben wir jetzt sofort unser Eischnee dazu. Das heißt, wir haben so 5-6 Gramm weniger Mandelmehl gebraucht. Ich verlinke das dann unten. So, jetzt den Eischnee vorsichtig hier unterheben. Ja, schon ein bisschen kräftiger, sonst werdet ihr ja nicht fertig. Und seht, was das für eine wunderbare, fluffige Masse ist. Wenn das Eischnee nicht ganz hundertprozentig verbunden ist, macht nichts. Im Ofen schmilzt die ganze Sache zu einem wunderbaren Biskuit. So, und daraus, aus dieser Masse, machen wir uns jetzt 3 Böden. Ganz easy. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar brauchen wir einfach ein Backblech. Und ich habe jetzt so eine Dauerbackfolie, die habe ich schon 10 Jahre. Die kann man nicht kaputt kriegen und der Biskuit klebt einfach nicht dran. Er geht ganz leicht weg. Hoffen wir es. So, und da machen wir uns jetzt aus dieser schönen Masse, die tun wir in 3 Portionen aufteilen. Ich mache es Pi mal Daumen, ihr könnt es auch abwiegen. Ich habe es nicht so mit dem Wiegen, ich habe es im Gefühl. So, was machen wir? Wir geben hier so 1/3 der Masse rein. So. Und dann verstreichen wir das einfach in dem Ring so ganz locker. Bis zum Ring außen. Einfach ganz locker verstreichen. Seht ihr? Und dann sieht es so aus. Schauen wir mal, war das auch 1/3? Ja, so ungefähr. Der muss oben auch nicht hundertprozentig glatt sein. Seid da ruhig ein bisschen schludrig. Soll doch auch Spaß machen. Jetzt haben wir 2 schöne Biskuit und die gehen auch direkt in den Ofen. Der Ofen ist bei Umluft und 180 Grad mittlere Stufe und da bleibt er 10 Minuten drin. Jetzt aber schnell den Biskuit aus dem Ofen noch. Da ist das gute Stück. Runter vom Blech. Und dann nehme ich eine andere Backfolie oder Backpapier, lege die drüber und mit einem Flutsch, zack. Und dann ziehe ich das ab. Seht ihr, hier klebt überhaupt nichts. Diese Backfolien sind wunderbar. Also holt euch da auch welche, wenn ihr öfters backt. So, das ist eine von unseren 3 Schichten. Die lassen wir jetzt hier noch auskühlen und in der Zwischenzeit machen wir unsere leckere Creme. Meine Zuckerschnittchen, wir nähern uns mit ganz großen Schritten und der Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Creme und danach können wir schichten. Die Marmeladen sind fertig, der Biskuitboden ist fertig. Rucksdizucks. Was brauchen wir für unsere leckere Quarkcreme? Einen Skyr Vanille, der ist jetzt von Lidl ohne Zucker. Dann die berühmte Rama 19%ig. Ich habe jetzt hier einen Maracuja Light Moninsirup. Dann unsere Erythrit-Mischung, zusammen 60 Gramm mit dem Sirup.
etwas Tonkabohne, Vanillepaste, Zitronenschale und Buttervanille. Wir nehmen 3 Blatt eingeweichte Gelatine oder für die vegetarische Alternative, denn wir haben ja Milchprodukte drin, Sanapart. Da nehmt ihr so ungefähr 3 Teelöffel oder ihr könnt auch 4 Teelöffel nehmen. Und ich nehme noch einen Schuss Passoa, irgendwas Fruchtiges. Dann einen Spritzbeutel mit Tülle zum Dekorieren und Schichten der Torte. Los geht's! Wir haben die 3 Blätter Gelatine in Wasser, die quetschen wir ein bisschen aus, packen sie in ein kleines Töpfchen rein und geben einen Schuss von dem Likör dazu, nur ein bisschen, damit sie die Gelatine gut auflöst. In der Zwischenzeit verrühren wir unsere Sahne und geben schon mal den Quark hier rein mit den ganzen Aromen. Und los geht's, wieder eine Runde hier. Wer will noch einsteigen im Karussell der Sahne? Die Sahne ist schön steif und die Gelatine, die ist gerade geschmolzen. Die soll nicht ganz heiß sein, macht es auf niedriger Stufe. So ist es perfekt. Jetzt füllen wir den schönen Quark hier. Na, das hat ein bisschen Wasser. Das bisschen Wasser mache ich noch weg. Füllen wir den schönen Quark hier in die Schüssel. Der hat schon ein gutes Vanillearoma. Und wie gesagt, auch kein Zucker an Bord. Ihr könnt auch Magerquark nehmen und mit Vanille aufpimpen. Aber der hat schon einen guten Geschmack und den verstärke ich einfach nur noch ein bisschen mit Vanille. Guter Schuss. Dann habe ich noch mal ein bisschen Vanille. Soll sehr vanillig sein im Gegensatz zu den Früchten nachher. Dann gute Portion Zitrone und ein bisschen Buttervanille. Dann gebe ich eine Tonkabohne rein, die muss ganz fein gerieben werden, erinnert ein bisschen an Muskatnuss, ist aber viel feiner, viel rummiger, süßer. Das gibt einen ganz besonderen Kick. Vor allem die Erdbeere, die liebt Tonkabohne. So, jetzt verrühren wir das Ganze, die ganzen tollen Aromaten. Und lassen hier im dünnen Strahl die Gelatine einfließen lassen. Da müssen wir gut und schnell durchrühren, damit uns die nicht klumpt. So, seht ihr, die fängt schon an anzuziehen. Und da geben wir jetzt peu à peu die Sahne dazu und rühren sie unter. Ruhig mutig, da kann jetzt nichts mehr passieren. Die Gelatine und der Quark muss einfach homogen mit der Sahne hier verrührt werden. Heute füllen wir ungefähr so ein Drittel oder so von der Masse hier in den Spritzbeutel, weil wir das nachher fürs Garnieren und schöne Verzieren der Torte brauchen. Einfach hier rein, in umgestülpten Spritzbeutel. Ihr könnt auch eine Plastiktüte nehmen, ist nicht ganz so elegant, aber funktioniert. Spritzbeutel ist gefüllt, machen die Luft noch raus, drehen es ein bisschen, haben wir parat. Unsere Creme ist parat. Ja, dann sage ich, setzen wir die zusammen. Meine Schätzchens, jetzt kommen wir zur Vollendung von der Torte. Das ist der Höhepunkt. Natürlich, das Essen ist noch viel höher, aber jetzt haben wir alles vorbereitet. War ja eine schlanke Geschichte. Und jetzt schichten wir. Wir brauchen noch frische Himbeeren, ein paar frische Erdbeeren zum Dekorieren und innen reinmachen. Geht auch ohne, ist eben nochmal toll. Und vergesst nicht, für ganz oben noch ein paar übrig zu lassen. Ich habe noch so ein bisschen Dekor-Konfetti und Schmetterlingchen von Oetker und etwas Glitzerschnee. Das benutzen wir dann. Wo habe ich denn? Da hinten habe ich meine Schmetterlingchen schon hingelegt.
So, wir haben diese 3 Biskuits, wunderschön, sind abgekühlt. Ich tue sie auf ein Cakeboard. Naja, jetzt sehe ich, die sind nicht unbedingt so groß wie mein Cakeboard. Macht nichts, steht es ein bisschen drüber eben. Aber sie sind alle gleich groß. Dann nehme ich meinen Ring. Der ist übrigens 20 cm. All meine Torten sind immer 20 cm. Das wissen ja schon die schon dabei waren. Und mache den eng. In dem Fall mache ich ihn so eng, wie mein Cakeboard ist. Und drücke den Biskuit ein bisschen. So, auf dem Biskuit machen wir uns jetzt eine Schicht Creme. Eine dünne. Und verstreichen die ein bisschen hier mit der Teigkarte. Ich habe ja den Drehteller, da geht es wunderbar. Ihr kennt es ja, da dürft ihr auch ein bisschen schludern. Am Ende sieht die Torte trotzdem ganz perfekt aus. So, für die erste Schicht setze ich jetzt Himbeerchen rein. Aber zuvor spritze ich mir einen kleinen Rand, dass die Himbeere nicht außen aus Versehen rausguckt. So. Und da setze ich jetzt meine Himbeerchen rein. Jetzt ist der Kreis aber fast geschlossen und meine Himbeerchen gehen gerade auf. Dann machen wir von der Himbeermarmelade und die Mitte lassen wir frei. Jetzt ein ordentlicher Klecks hier von der Sahnecreme drauf. Und ganz vorsichtig bis zum Rand verstreichen. So, das haben wir jetzt schön verstrichen. Und da legen wir uns jetzt ein paar von unseren eingemachten Pfirsichen drauf. So. Oh, das wird ein himmlischer Sommernachtstraum. Wenn die schön kühl ist, dann ist es ein Fest. Ich lege es nicht in die Mitte, sonst lässt sich die Torte so schlecht schneiden. Darauf kommt wieder ein Biskuit. Wenn er ein bisschen zu groß ist, macht nichts. Das kann man hier schön drücken. Seid da mutig. Drückt ein bisschen fest. Nicht zu fest, aber dass da keine Luftlöcher entstehen. Ich habe es im Gefühl, das wird was. So, wie bei der letzten Lage. Hier einmal ein bisschen als Untergrund. Streichen wir eine ganz dünne Schicht. Ihr könnt jetzt nochmal mit Himbeere. Ich mache jetzt Erdbeere. Ich möchte irgendwie all die schönen Früchtlein drin. Dafür spritze ich mir wieder einen kleinen Rand. So, und den Rest brauchen wir noch, um oben zu verzieren. Jetzt setze ich da meine Erdbeerchen rein. Na, wie machen wir es? Machen wir es so schräg. Erdbeerchen und Erdbeerchen. Darauf kommt jetzt unsere Erdbeermarmelade. Bei der Erdbeermarmelade, vielleicht braucht ihr da ein bisschen mehr Pektin oder ein bisschen mehr Gelatine, je nachdem welche Konsistenz ihr haben wollt.
Die steht jetzt schon ein bisschen draußen und im Kühlschrank wird die schon wieder schön fest. Oh, schaut euch an. Ah, das ist ein Fruchtspaß. Wieder von der Creme. Und wir streichen wieder glatt. Und der nächste Biskuitboden. Macht da vielleicht die glatte Seite nach oben. Das ist dann jetzt schöner, um den Finish zu machen, zum Einstreichen. Ihr drückt es wieder hier schön platt. Und das ist eine 10 cm Form. Ihr seht, das geht gerade so auf. Dann restliche Creme. Die verstreichen wir auch. Das geht ganz easy. Ihr haltet einfach die Teigkarte hier vorsichtig hin und dreht den Teller. Geht auch natürlich ohne so einen Drehteller. Aber es macht die Arbeit einfacher. Muss jetzt nicht hundertprozentig glatt sein, denn wir setzen ja noch Tupfen drauf. Was aber sein sollte, der äußere Rand hier, das sollte einigermaßen frei sein. Ich habe mir gedacht, wir machen heute so ein Gittermuster, dass es gleich in 8 Stückchen aufgeteilt ist. Dafür spritze ich einmal hier eine Linie hier so rüber. Dann einmal eine so. Dann gehen wir hier quer drüber. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Dann machen wir uns hier schöne Tupfen. Le voilà. Auf die Tupfen setzen wir uns unsere Himbeerchen, unsere Erdbeerchen, und ihr fragt euch, warum hat dieser Mann die ganze Zeit Aprikosenmarmelade gesagt? Ja gut. Ich habe hier diese Aprikosenmarmelade, die wir zubereitet haben. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen mit Fanta Mango vermischt. Und dadurch haben wir eine schönere Konsistenz. Und jetzt fülle ich diese Felder einfach mit der Mango-Marmelade, mit der Aprikosenmarmelade. Wir arbeiten ein bisschen mit unseren bunten Streuseln. Da fliegt Konfetti. Wir packen einen Schmetterling auf die Mitte, da wo es nicht so schön ist. Und es gibt Silberschnee. Es regnet Silberschnee. Le voilà, das ist unsere Torte. Ich stelle sie kühl und jetzt dauert es ein bisschen. Ihr müsst schon einen Tag warten oder 5, 6 Stunden, dass die schön durchzieht, auch der Biskuit. Und dann probieren wir zusammen. Oh. So, jetzt ist soweit, meine Zuckermäuschen. Ich habe hier meine besten Busenfreundin wieder engagiert und die hilft mir beim Verkosten. Sehr gerne. Wir schneiden jetzt einfach die Torte an und dann kann es schon losgehen. Ja. Ich muss aber noch kurz Moninsirup aus dem Keller holen. Ja. Bereite du doch schon mal alles soweit vor. Ja, ich komme gleich wieder. Kerstin, Ja.
Ich bin schon wieder da, ich komme gleich. Oh, ach, du bist schon wieder da. Ich habe gedacht, du wärst noch im Keller. Ah, das ist ja toll, dass du die Torte schon wieder rausgeholt hast. Super. Aber Kerstin, wieso ist denn der Deckel schon drunten? War da ein Deckel drauf? Ja, da liegt er ja. Und, was ist denn da hinten? Zauberhand. Da ist Sahne. Hast du da etwas schon wieder genascht? Nee, guck mal, die ist doch noch ganz vollständig. War doch nur Spaß. Aber jetzt lasst uns wirklich probieren. Das ist die 4-Frucht-Torte mit 4 verschiedenen Marmeladen, Aprikose, Erdbeere, Himbeere, Pfirsich ist drin und ein kleines Schmetterling ist oben drauf. So hübsch. Jetzt lasst uns mal testen. Der schneidet sich so schlecht. Sei mir nicht böse, aber ich werde bei dir ein bisschen probieren. Du weißt doch, und meine Zuschauer wissen es auch, ich mache doch Intervallfasten. Ach so. Ja, und da esse ich 15 Stunden immer nichts. Und wenn man sich mal dran gewöhnt hat, nach 60 Tagen, dann ist das brillant. Aber probieren tue ich natürlich trotzdem. Aber heute Abend, ich habe immer abends ein Hüngerchen noch. Da werde ich zum Kühlschrank gehen. Ja? Okay, wenn da noch was übrig ist. Da kennst du dich aus mit dem Kühlschrank. So, das haben wir doch so schön eingeteilt hier. Das heißt, wir können direkt hier runterschneiden. So, das ist praktisch schon vorportioniert in kleine Stückchen. Naja, kleine Stückchen ist jetzt auch untertrieben. Ach, das ist Aber, gerade groß genug für mich. genau. Du hast ja auch den ganzen Tag noch nichts gegessen Nö. und extra darauf hingefiebert. Genau. Jetzt schauen wir mal. Oh, wow, was für ein Traum. Das sieht ja Ein super aus. Träumchen. Wow. Ja, jetzt lass uns die mal probieren. Ich habe noch einen Kaffee vorbereitet. Hier, auch mit Mandelmilch. Stell dir mal vor, der hat 100 Gramm nur 14 Kalorien. Super. Und so ein Starbucks hat 100 Gramm 60, 70 Kalorien. Und hier ist kein bisschen Kohlenhydrate Ach, drin. genial. Ist doch toll, oder? Warte mal kurz. Nicht, dass ich da was verkleckere. Und der ist jetzt kalt. Der ist eiskalt. Brauchen wir keinen Eiswürfel rein. Und der passt toll. So ein bisschen was Bitter-Süßliches. Und wie der gemacht wird, ihr wisst ja, da gibt es demnächst auch ein Video. Ich probiere schon mal einen Schluck. Probier du schon mal. Aber jetzt das Köpfchen. Genial. Und das ist vegan auch noch. Das ist vegan und mit Mandelmilch und ohne Zucker. Und es ist viel billiger. Ich habe es ausgerechnet, wenn ich es herstelle, dann 100 Milliliter kosten mich irgendwie 40 Cent. Und normal kostet es 2,50, 250 Milliliter. Also, du weißt ja, sparen schadet auch nichts. Soll ich zuerst oder du? Dig it. Dig into it. So, einfach nur geil. Leider sehr geil. Also, ich muss sagen, die Biskuits, die hätten wir vielleicht noch ein bisschen dicker machen können. Schade der Sache nichts. Ich tue dann unten noch mal ein bisschen mehr Biskuit verlinken. Beim Backen habe ich schon gedacht. Aber also ich finde es gut so. Ich brauche nicht mehr Biskuit. Aber toll. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Den Steffen meine ich? Ja, das wäre toll. Wir wollen jetzt zusammen eine kleine Community machen, sodass wir alle schlank bleiben oder schlank werden. Hier, meine Busenfreundin hat auch schon gut abgenommen. Ein bisschen, ich glaube, ja. 10 Kilo sind es jetzt schon fast. 8. Lass es 8,5 sein. Also, meine Zuckerhasen, wir sehen uns.